Ein herzliches Willkommen zu unserem Webinar. Mein Name ist Gabriele Meurer, ich bin Regional Sales Manager und im Namen des gesamten Y-Teams und der AM-Gruppe begrüße ich Sie. Dies ist das dritte Webinar in dieser Serie zur Qualitätssicherung und Prozessoptimierung in der additiven Fertigung und die Rolle der Computertomographie dabei. Zu unserem heutigen Webinar. Es geht um den Einsatz der CT an AM-Komponenten im Turbomaschinenbau. Das Ziel ist es ja, den Wirkungsgrad an stationären Turbinen zu erhöhen, die zur Energieerzeugung eingesetzt werden. Und dazu haben wir heute zwei Referenten gewinnen können, die bei Siemens Energy die additive Fertigung betreuen. Wenn wir von der Serienproduktion in der additiven Fertigung sprechen, gibt es diverse Herausforderungen, die betrachtet werden müssen. Eines ist das Verständnis für AM insgesamt, für neue und andere Bauteilgeometrien, die sehr anders sind, wenn man es vergleicht mit dem klassischen Gussverfahren. Diese Möglichkeiten muss man kennen und man muss sie anwenden können. Neue Geometrien und Formen ermöglichen mehr Funktionalitäten. Aber auch das muss vor dem Druckprozess verstanden werden und mitbedacht werden. Die Auswahl der zu verarbeitenden Werkstoffe, ebenfalls ein Thema mit großem Einfluss auf den Druckprozess, zu dem es zahlreiche Diskussionen gibt und auch noch viel geforscht wird. Und am Ende steht die Anlagentechnik, die so optimiert werden muss, dass vollständig reproduzierbare Teile entstehen. Unsere beiden Referenten tragen dazu bei, diese Herausforderungen zu meistern und stellen heute einige Beispiele aus ihrem Arbeitsbereich vor. Sie zeigen, wie die CT hilft, Zusammenhänge zu erkennen, gezielte Ursachenanalysen durchzuführen und die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen zu evaluieren. Ich möchte die beiden ganz kurz vorstellen. Sebastian Wallich arbeitet seit seiner Ausbildung als Werkstoffprüfer bei Siemens Energy. Er beschäftigt sich mit Bauteil- und Prozessqualifizierungen, aber auch mit Schadensanalysen im Bereich Forschung und Entwicklung. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Untersuchung der Prozesse im Pulverbettverfahren mittels Computertomographie. Andreas Kreuzer ist Diplom-Ingenieur und beschäftigt sich mit der Industrialisierung und Qualifizierung von Prozessketten zur Fertigung von Komponenten im Pulverbettverfahren. Neben der Anlagentechnik kümmert er sich um digitale Prozessketten, die Wärmebehandlung der Teile, um die konventionelle Weiterverarbeitung, die geometrische Bauteilprüfung und natürlich auch um die zerstörungsfreie Prüfung mittels CT. Und nun möchte ich das Wort an Herrn Kreuzer übergeben für den ersten Teil des Vortrags. Und im zweiten Teil wird Herr Wallich interessante Beispiele aus seiner Arbeit zeigen. Bitte sehr. Ja, schönen guten Tag von meiner Seite. Ich werde als erstes mal einen kurzen Abriss darüber geben, wer wir überhaupt sind, wie das Thema additive Fertigung für die Siemens Energy unter anderem weltweit als auch am Standort Berlin einzuordnen ist. Zum Zweiten werde ich ein Beispiel geben, wie uns die Charakterisierung von Materialunggänzen dabei hilft, die Schlüsselparameter des optischen Pfades unserer LPBF-Anlagen besser zu verstehen, beziehungsweise besser zu verstehen, was deren Auswirkungen sind. Drittens werde ich zwei Beispiele geben, die sich mit der Ist-Geometrie-Erfassung von innenliegenden Geometrien beschäftigen und wie wir da eben auch die Rückschlüsse auf die Resultate von Komponententests ziehen können. Der vierte Punkt ist die Evaluierung von Pulverungsprozessen und Serienprüfprozessen in der Prozessqualifizierung. Und im fünften Punkt wird der Herr Wallich dann noch zwei Beispiele geben, wie die CT dem Labor hilft, Schnittlagenbestimmung für sinnvolle metallurgische Untersuchungen zu geben.
Wer sind wir, wenn wir über das Thema additive Fertigung bei der Siemens Energy sprechen? Wir sind zum einen reine Anwender der Technologie und zum anderen aber auch Service-Dienstleister. Für die Thematik Service-Dienstleistung haben wir eine eigene Firma, eine eigene Legal Entity, das ist die Material Solutions aus England. Die ist in Worcester beheimatet und gehört 100% zur Siemens Energy. Siemens Energy als reine Anwender der Technologie heißt, wir benutzen die Technologie natürlich, um unsere Teile unserer Kerngeschäfte letzten Endes mit Komponenten zu versorgen, die AM gefertigt sind, um entsprechende Potenziale, technologische Potenziale zu heben. Das sind zum einen die Kraftwerkstechnik beziehungsweise die Stromerzeugung, zum anderen das typische Öl- und Gasgeschäft, aber eben auch die Stromübertragung. Auf der Seite der Siemens Energy haben wir auf der Rheinseite der Siemens Energy haben wir ungefähr 10 Jahre Erfahrung mittlerweile, was das Thema additive Fertigung betrifft. Wir haben über 25 qualifizierte Komponenten in unseren Anlagen verbaut, mittlerweile über 1,5 Millionen Betriebsstunden gesammelt und einen relativ profunden Fundus an Materialdaten entwickelt, zugegebenermaßen hier natürlich in Richtung auf unser Geschäft. Das heißt, im Regelfall alles das, was Werkstoffe sind, die man in der Kraftwerkstechnik einsetzen kann, vor allem warmfeste Werkstoffe. Und wir haben vor allen Dingen, und ich glaube, das ist hervorzuheben, über 40 Leute, die sich schlichtweg mit dem Thema Konstruktion für additive Fertigung, Design für Additive Manufacturing beschäftigen. Material Solutions als Service Provider übernimmt die Funktion des Serienfertigers auch für die Komponenten der Siemens Energy. Zum anderen allerdings ganz klar der Fokus auf aus unserer Sicht dem Drittkundenmarkt. Das heißt, offen am Markt agierend, vor allen Dingen im Aerospace-Sektor, Automotive-Sektor und Tooling-Sektor. Material Solutions ist NetCap zertifiziert, also alles das, was man letzten Endes braucht, um in Aerospace aktiv zu sein, macht Serienproduktion und hat das Materialportfolio im Vergleich zur Siemens Energy natürlich auch um die Materialien erweitert, die für den Drittkundenmarkt interessant sind, Titan, Aluminium, diverseste Stähle und so weiter und so fort. Wenn man sich mal die weltweite Aufstellung der Siemens Energy, also das Thema ist additive Fertigung bei der Siemens Energy anschaut, dann ist natürlich Berlin, wo der Herr Wallich und ich herkommen, ein Thema. Das Ganze ist immer ein bisschen zusammenzusehen mit der Location in Worcester in England. Worcester in England hat 28 Drucker, große Kapazitäten, deswegen treten sie für uns auch als Serienfertiger auf. In Berlin machen wir eher den Entwicklungspfad auf unseren 3 Druckern. In Finspång haben wir mittlerweile 17 Drucker. Finspång macht alles das, was Öl- und Gasgeschäft ist, beziehungsweise Energieerzeugung in kleinerem Megawatt-Segment, während Berlin und Worcester das Thema große stationäre Gasturbinen für die Energieerzeugung betreut. Wir haben von Berlin aus verwaltet sozusagen einen Drucker noch in unserem Werk in Charlotte, um die Kollegen vor Ort vor allen Dingen in der Prototypenfertigung zu unterstützen. Wir machen aber vor Ort eben auch kleinere Materialthemen. Und wir haben eine Dependance in Orlando mit 3 Druckern. Das ist ein Ableger von Material Solutions. Zum einen hilft er unseren amerikanischen Kollegen eben beim Aufbau ihres Produktportfolios und zum anderen eben auch als Service Provider für den nordamerikanischen Markt. Material Solutions an sich wurde 2006 gegründet, hat 2008 sozusagen den Einstieg in das Aero-Business geschafft. 2015 haben wir bei Material Solutions damals noch unsere erste Komponente qualifiziert als Siemens. 2016 haben wir uns dann an Material Solutions beteiligt. Und so ist das Geschäft dann über 2018 gewachsen, sodass wir eben in Worcester in eine neue Halle umziehen mussten. Wir haben also unseren Footprint deutlich vergrößert, haben dann 2019 die Dependance in Orlando aufgemacht und sind mittlerweile 2020 da angekommen, dass wir Serienproduktion von über 1000 Teilen pro Jahr machen.
Siemens Energy oder bei Siemens Energy beschäftigen sich dann ungefähr 200 Leute, ein bisschen was über 200 Leute mit dem Thema additive Fertigung, über 60 qualifizierte Komponenten. Und wenn man alles zusammenrechnet, haben wir letzten Endes mehr als 50 Drucker weltweit als Kapazität zur Verfügung, mit der Platzoption bis auf 100 Drucker auszubauen. Wenn wir uns das Thema additive Fertigung in Berlin angucken, dann ist hier hervorzuheben, dass wir mit unseren 3 Druckern eher im Entwicklungs- und Prototypengeschäft unterwegs sind, also den Teil von der Produktidee bis hin zur Serienfertigung, zur potenziellen Serienfertigung zu begleiten. Wir haben in Berlin eine Pilotlinie aus diesen 3 Druckern aufgestellt unter dem Schirm des Projektes IDEA. Das ist ein öffentlich gefördertes Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Hier geht es in diesem Projekt eigentlich vorrangig darum, die gesamte Prozesskette von der digitalen Produktentstehung über die Simulation, über den Druck bis hin in die Weiterverarbeitung, sogenannte Post-Processing, und der Validierung messtechnischen zerstörungsfreien Prüfung, zerstörenden Prüfung, dass man letzten Endes aus den ganzen Prüfungen dann wiederum Daten erhebt, die man wieder vorne als Feedback Loop in die digitale Produktentstehung einführen kann. Demzufolge haben wir in einer Halle, in der wir zusammen mit dem Labor sitzen, diese Pilotlinie aufgestellt, um letzten Endes da auch die Forschungsaktivitäten effizienter durchlaufen zu lassen. Und wenn man sich dann auf der nächsten Folie mal genau anguckt, was wir dann so tun, links dargestellt die additive Fertigung Berlin. Wir kümmern uns zum Großteil um das Thema Materialentwicklung, das Thema Prozess- und Prozesskettenentwicklung, Technologieentwicklung für die einzelnen Fertigungstechnologien und vor allen Dingen auch Schnittstellen zwischen den Technologien. Im Regelfall redet man ja dann darüber, was sind sinnvolle Koordinatensysteme, was sind technologische Basen, die man an die nächste Fertigungstechnologie in der Prozesskette weitergeben kann. Das Thema Digitalisierung begleitet uns natürlich überall. Wenn man über den 3D-Druck spricht, dann redet keiner mehr über eine 2D-Zeichnung. Egal welche Daten werden irgendwie digital erfasst, ausgewertet und hoffentlich als sinnvoller Feedback Loop wieder in die Produktentstehung zurückgeführt oder in die Verbesserung der gesamten Prozesskette. Das Ganze mündet dann aus unserer Sicht darin, dass wir uns eigentlich, das ist ein Großteil meiner Arbeit, mit dem Prototyping beschäftigen. Das heißt, im frühen Produktentstehungsprozess Komponenten zu bauen, die dann zum Beispiel im Clean Energy Center in Ludwigsfelde auf den Verbrennungsprüfständen und den Leitschaufelprüfständen auch getestet werden. Teilapplikationen im weitesten Sinne, als dass neu entwickelte Technologien und Prozesse dann versucht werden, auf Bauteile zu applizieren, bis hin zur Qualifizierung von Bauteilen, die dann einer Serienproduktion enden, wobei man für den Thema Berlin sagen muss, dass Serienproduktion hier nicht heißt große Stückzahlen. Das wird über unsere Kollegen in Wooster bei Material Solutions abgefahren. Serienproduktion heißt für uns Siemens Energy intern auch alles das, was auch in kleinsten Mengen in Serienmaschinen, in Kundenmaschinen verbaut wird. Und hier soll oder übernimmt Berlin jetzt gerade mit den etwas geringeren Kapazitäten eben dieser Low-Volume-Production, sagen wir mal so. Wenn wir uns aber zusammenfassend die ganze Sache angucken, dann ist Berlin in dem Sinne eigentlich eher ein Entwicklungsstandort, das heißt von den Materialdaten bis hin zur Qualifizierung und Applikation auf Bauteile. Und dazu brauchen wir eben eine enge Verzahnung mit dem Labor, weil für die ganzen Aktivitäten bis hin dazu, dass wir einen Teil in einer Kundenmaschine verbauen, brauchen wir natürlich sämtlichste Fehleranalysemöglichkeiten, die uns unser akkreditiertes Labor in Berlin bietet. Die Computertomographie natürlich als Thema für diesen Vortrag. Das ganze Thema mechanische Prüfung, Metallurgie und sämtliche Analysemöglichkeiten, die man heutzutage im modernen Maschinenbau hat oder eben auch nicht, SEM, EDX, EBSD und so weiter und so fort. Das ganze Labor ist in eine etwas größere Research- und Development-Familie eingegliedert. Wir haben eben auch hier die Möglichkeiten, zum Beispiel über Thermoschockversuche, an Thermoschockversuche heranzukommen, beziehungsweise auch mittels Laserbeschichtungen zu prüfen und so weiter und so fort. Das heißt,
Das Labor bietet uns eben auch hier die Möglichkeiten, alles das, was nach dem ordinären 3D-Druck eigentlich mit der Komponente passiert, Beschichtung aufzubringen, Beschichtung zu prüfen, Oberflächenrauigkeiten und so weiter zu bestimmen, alles abzustimmen, bietet uns da die Möglichkeit, eben diese gesamte Prozesskette eben auch zu vergleichen. Es ist ja im Regelfall nie ausschließlich der 3D-Druck. Kommen wir zum CT-Equipment selbst. Wir haben in Berlin eine FF85. Die FF85 hat einen Flachbilddetektor mit 2020 x 2020 Pixeln und 200 Pixel Pitch. Wir werden Ende 2021, hoffentlich ein klein wenig früher, einen Zeilendetektor bekommen, weil der uns gerade bei unseren Streifstrahlung intensiven Komponenten, im Regelfall Turbinenschaufeln, ne, dann äußerst weiterhelfen wird. Wir haben einen 7-Achsen-Manipulator und einen Drehtisch, der 200 Kilo belastbar ist. Diese Anforderung ergab sich vor allen Dingen aus unseren Verbrennungskomponenten. Verbaut sind 2 Röhren, einmal eine 450 kV Röntgenröhre und eine 300 kV Mikrofokusröhre. Wenn man die Laufzeiten bei uns intern betrachtet, dann muss man ganz klar sagen, dadurch, dass wir eher auf dem Thema Forschung, Entwicklung bis hin zur Qualifizierung unterwegs sind, dass wir zum überwiegenden Teil gerade die Mikrofokusröhre in Betrieb haben, weil unsere Entwicklungsingenieure natürlich so tief wie möglich reingucken möchten in die Komponente. Dazu, um das Ganze zu betreiben, nutzen wir die mitgelieferte Y-Software und für die Auswertung vor allen Dingen die Software Volume Graphics, ja, die uns dahingehend natürlich dann auch weiterhin Vorteile bietet, hin zu Geometrieüberprüfung, also Geometrieevaluierung und Porositätschecks, Wandstärkenanalysen und so weiter und so weiter und so weiter. Kommen wir zum ersten Beispiel. Wie hilft uns die Computertomographie, um Ungänzen zu charakterisieren und damit eben unsere Parameter des optischen Pfades und deren Auswirkungen besser zu verstehen. Wenn man sich links mal den grauen Kasten anguckt, dann sehen wir in dem grauen Kasten rechts eine längliche Aufnahme. Das ist eine Computertomographie, also alles zusammen ist eine Computertomographieaufnahme einer Leitschaufel, die wir gedruckt haben. Und wenn man sich jetzt ausschließlich das rechte längliche Bild anguckt, das ist herausgeschnitten aus der Computertomographieaufnahme, ein Schnittbild aus dem Schaufelblatt selbst, von der Seite aufgenommen, was im Zweifelsfall wahrscheinlich eher so dem Thema eines 2D Röntgenschusses entsprechen würde. Und wenn ich mir das so angucke, dann würde hier auf der Aufnahme eigentlich Randporen identifizieren. Jetzt kommt für uns der schöne Effekt der Computertomographie zum Tragen. Wenn ich mir die linken Aufnahmen angucke, dann gucke ich genau im 90-Grad-Winkel auf die Kopf- und Fußplatte der Leitschaufel und sehe hier, dass ich es eigentlich gar nicht mit Poren zu tun habe, sondern mit Bindefehlern, die sogar lagenartig oder zeilenartig angeordnet sind. Das heißt, diese Bindefehler entsprechen relativ genau oder haben relativ genau einen 90-Grad-Winkel zur Aufbaurichtung im 3D-Druck. Was mich dann darauf bringt, dass wenn ich de facto ein Problem mit Bindefehlern habe, dass das ausschließlich daran liegen kann oder dass das höchstwahrscheinlich daran liegen wird, dass ich grundsätzlich erstmal zu wenig Intensität von meinem Laserstrahl in die Schweißebene reinbekomme. Wenn ich jetzt nur einen 2D-Schuss betrachten würde, also was sozusagen der Aufnahme von dem Schaufelblatt entsprechen würde, dann würde ich eher von einer Porosität ausgehen, die ganz andere Ursachen haben kann. Wenn ich also dann über zu wenig Intensität in der Schweißebene des Laserstrahls rede, dann kann das wiederum 2 Ursachen haben. Das eine ist, dass mein kritischer Strahldurchmesser in der Schweißebene eben zu groß ist, ja, dass die Leistung an sich stimmt, aber die Maximalintensität zur Verflüssigung des Pulvers nicht mehr ausreicht. Wiederum kann das die Ursachen haben, dass einmal die Fokuslage grundsätzlich falsch justiert ist, dass ich einen zu großen thermischen Shift habe oder dass der Fokusdurchmesser grundsätzlich zu groß ist, also ich ein Problem mit der Strahlkaustik an sich habe.
Die zweite Sache, woher das rühren kann, die zu geringe Intensität, ist bei dem klassischen Thema, dass ich grundsätzlich zu wenig Laserleistung drin habe, was wiederum dadurch kommen kann, dass ich Dioden, ja, Dioden kaputt gegangen sind. Oh, Entschuldigung. Genau. Hoppala. Ja. Das, ja, letzten Endes, 1, 2, 3. Dass mein Laser also einen Schaden genommen hat, dass die Dioden kaputt gegangen sind. Und Gott sei Dank lässt sich das alles relativ vernünftig messen. Das einzige Einfachste, was man am Ende des Tages messen kann, ist Tatsache die Laserleistung, die oben rauskommt, um ans einfach auch einen Unterschied zu merken. Habe ich Tatsache ein Problem, dass meine Laserleistung in der Schweißebene gar nicht mehr ankommt, oder ob ich schlichtweg nur eine schlechte Linearisierung meiner Laserleistung habe, also bezüglich des Erregerstroms und der tatsächlich gelieferten Leistung, die ich am Ende bekomme, und dem, was ich vorne an der Maschine als Wunschleistung aus dem Laser heraus haben möchte. So, wir haben dann im Prinzip alles durchgemessen und sind relativ schnell gekommen, dass in diesem adäquaten Falle Tatsache unser Laser kaputt war. Das hat uns in dem Sinne ein klein wenig schockiert, weil wir natürlich regelmäßig Laserleistungsmessungen machen. Ja, die Systeme werden natürlich auch vom Hersteller gewartet. Wir machen kurzzügig Laserleistungsmesse. Aber wir haben eben auch festgestellt, dass innerhalb dieser Laserleistung, also der Perioden der Laserleistungsmessung, relativ schnell es zu einem Defekt am Laser kommen kann, der eben zu solchen Erscheinungsbildungen führt. Das heißt, wir müssen uns jetzt in der Technologieentwicklung überlegen, wie solche Prüfzyklen in Zukunft auszusehen haben. Was wir auch daraus gelernt haben, und das ist gut, ist, dass es im Fertigungsprozess relativ ad hoc zu Baujobabbrüchen kam, die wir uns nicht erklären konnten. Ja. Das heißt, diese verminderte Intensität aufgrund der zu geringen Laserleistung hat zu Baujobabbrüchen geführt. Jetzt, nachdem wir den Grund dafür kennen, über die Computertomographie, wissen wir auch, dass diese Baujobabbrüche letzten Endes über die zu wenig Laserleistung verursacht wurden. Das heißt also, wir können auf solche Anzeichen jetzt, wo wir sie kennen, Tatsache in Zukunft eben auch ganz anders reagieren. Aber Kernaussage zu dieser Folie ist im Prinzip, dass wenn ich einen konventionellen 2D-Schuss des Schaufelblattes gemacht hätte, dann hätte ich höchstwahrscheinlich ganz andere Schlussfolgerungen daraus gezogen. Thema innenliegende Geometrien, hier 2 Beispiele. Oben sehen Sie ein Beispiel eines Brenners, der aus unserem Verbrennungsprüfstand in Ludwigsfelde zurückkam. Man hat dort detektiert, dass man lokal an der Brennerfront zu hohe Temperaturen gemessen hat. Daraufhin wurde es zurück nach Berlin und so, zu uns in die Huttenstraße geliefert, was im Zentrum von Berlin gelegen ist. Wir haben knapp einstündigen CT-Scan drüber laufen lassen und haben letzten Endes 2 Dinge festgestellt. Erstens, die Thermoelemente zur Temperaturmessung sitzen korrekt. Zweitens, wie man hier in dem mittleren Bild sieht, haben wir eine kleine kügelförmige Materialansammlung, metallische Materialansammlung. Resultate letzten Endes aus dem CT-Scan sind, und das ist wichtig, erstens, die Überhitzung liegt nicht am Design. Das Design an sich scheint sehr robust zu sein. Das hat unseren Konstrukteur natürlich sehr glücklich gemacht. Das Zweite ist, dass dieser Überhitzungseffekt kein Messfehler war. Die Thermoelemente sitzen alle korrekt. Das heißt eben auch, alle anderen Temperaturmessstellen haben die korrekten Temperaturen geliefert und können weiter ausgewertet werden. Der dritte Resultat, was rauskam, war, dass wir eben diese Kugel Verursacher dieser Überhitzung in dem Kühlkanal war. Was noch nicht klar ist, ist, woher kommt die Kugel und aus welchem Material ist sie. Was wir heute gerade auf unserer Erodiermaschine haben, ist genau dieser Brenner. Wir schneiden ihn jetzt auseinander und versuchen, diese Kugel zu bergen. Die allerdings, jetzt sieht das im CT natürlich alles sehr groß aus, aber gerade mal 1 Millimeter groß ist. Das wird also ein interessantes Unterfangen. Sofern wir diese Kugel geborgen haben, geht das sofort zum Herr Wallig ins Labor, der mir dann sagen darf, aus welchem Material das ist, damit wir wissen oder herausfinden, woher das überhaupt kommt und wir dann für weitere Tests ausschließen können.
Das untere Beispiel ist ebenfalls ein Brenner. Hier kam es zu einem Baujobabbruch während des LPWF-Prozesses. Der Baujobabbruch wiederum rührte letzten Endes daher, dass wir das Pulver schlichtweg, was wir in die Maschine füllen konnten, nicht ausgereicht hat. Das heißt, es war nicht genug Pulver in der Maschine, wir konnten nicht mehr einfüllen. In weiteren Prototypen haben wir dann einen sogenannten Dosierfaktor geregelt, der also regelt, wie viel Pulver pro Beschichtung zur Verfügung gestellt wird. Und wir haben dann die ganze Sache so eingestellt, dass wir dann entsprechend nachfüllen konnten. Warum ist der CT hier wichtig? CT haben wir an dieser Komponente ohnehin gemacht, weil wir alle Kühl- und Treibstoffkanäle auf Pulverfreiheit untersuchen mussten und konnten dahingehend denselbigen Scan eben gleich dazu nutzen, Tatsache diesen Versatz, der aufgrund von Schrumpfung entsteht, wenn ein LPWF-Prozess abbricht, dann ist eine Schweißkomponente zu Schrumpfung und wenn man ihn danach wieder anfährt, dann wird man nie die Originalkontur wieder treffen, weil eben aufgrund der Schrumpfung es Verzüge in der Komponente gibt. Das Gute ist, der CT-Scan hat uns jetzt gezeigt, dass dieser Versatz, der dabei entstanden ist, maximal 2/10 groß ist und dass er genau richtig in Strömungsrichtung liegt. Das heißt, die Strömung kam von oben nach unten, ist die Strömung. Das heißt, dieser Versatz sollte die Strömung grundsätzlich nicht beeinflussen. Wichtig ist das letzten Endes für unsere Konstrukteure, dass sie jetzt eben auch bestimmen können, jetzt wo so ein Versatz quantifiziert ist, inwiefern dieser Versatz Tatsache in den Resultaten, messtechnischen Resultaten aus den Versuchen nachvollziehbar ist. Also grundsätzlich, wie robust das Design ist gegenüber solchen Ungänzen. Mein letztes Thema, Evaluierung von Entpulverungsprozessen, Schrägstrich Serienprüfverfahren. Was wir ganz links sehen, ist eine Darstellung wieder einer Schaufelfußplatte. In dieser Platte sehen wir letzten Endes durch die Thermographie, dass wir blockierte Kühlluftkanäle haben. Sofern so gut. Die Thermographie an sich als Serienprüfverfahren ist langjährig bekannt, benutzt jeder, sag ich mal, in dem Business. Fakt ist aber auch, die Thermographie bildet eine Gut-Falsch-Aussage ab bezüglich dieses Kühlkanals. Sie kann einem nicht sagen, wo ist die Blockage und wie groß ist sie. Das ist für die Serienfertigung erstmal gar nicht wichtig, aber für die Qualifizierung für die Serienfertigung sehr wohl. Und da hat uns jetzt die Computertomographie wieder geholfen, weil wir damit eben in der Lage sind, in das Bauteil hineinzugucken. Wir konnten die tatsächliche Örtlichkeit der Blockage lokalisieren, konnten also verifizieren, dass das Ergebnis der Thermographie durchaus Sinn gemacht hat, auch bei dieser Komponente, und konnten die Lokalität der Blockage eingrenzen, was dann wieder unseren Kollegen aus dem Labor geholfen hat, die Schnitte vernünftig zu setzen. Wenn man sich die Computertomographieaufnahme anguckt, dann würde man jetzt, wenn man mit einem LPWF-Prozess zu tun hat, wahrscheinlich als erstes darauf kommen, dass man ein Problem mit der Entpulverung hat. Also mangelnde Pulverung, dann ist die Komponente durch die Wärmebehandlung gegangen und das Pulver wurde versintert. Das wäre jetzt, sag ich mal, der erste Schluss, den man aufgrund der Computertomographie ziehen würde. Den Vorteil, wenn man ein Labor hat, ist, dass man die Schliffe sofort auswerten kann. Und dann haben wir letzten Endes im Schliff zwei Dinge beobachtet. Erstens, die Korngröße oder die Partikelgröße, der Partikeldurchmesser ist viel zu groß für unser Pulver. Und zweitens, wir reden hier nicht in diesem Fall über eine Nickelbasis-Legierung des Pulvers, was ich dort sehe, sondern über ein austenitisches Pulver. Daraus haben wir zwei Dinge gelernt. Erstens, mein Entpulverungsprozess an sich scheint zu funktionieren, ja, denn ich habe kein Pulver mehr in der Komponente. Die zweite Sache, die ich daraus gelernt habe, dass irgendwie austenitische Partikel da reinkommen. Und so sind wir beim Durchgehen durch die Prozesskette darauf gekommen, dass nach der Wärmebehandlung das Bauteil mit einem austenitischen Pulver gestrahlt wird. Und ich augenscheinlich kein Problem beim Entpulverungsprozess nach dem Drucken habe, sondern ein Problem im Strahlprozess, um die Oberflächen zu konditionieren. Denn bei diesem Strahlprozess ist jetzt Strahlgut sozusagen in die Kühlkanäle reingegangen und hat sich da drin
versintert. Entschuldigung, falsche Aussage. Das Strahlen fand vor der Wärmebehandlung statt. Das ist der Vorteil, wenn man eben diese Verzahnung zwischen Fertigung, Fertigungstechnologieentwicklung und Labor am Standort in einer Halle hat. Wir sind relativ schnell darauf gekommen. Und wenn ich ehrlich bin, ohne die Kollegen aus dem Labor, die relativ schnell darauf gekommen sind, dass das irgendwie strahlgut ist, wäre ich auch gar nicht so schnell darauf gekommen, was diese austenitischen Partikel denn sein könnten. Dann wäre ich durch mit meinem Teil und übergebe jetzt an den Herrn Wallig. Ja, hallo nochmal von meiner Seite. Ich stelle jetzt nochmal 2 Beispiele vor, wie uns die CT im Laboralltag hilft. An diesem Beispiel hier haben wir eine AM-gefertigte Brennerkomponente mit einer Schweißung. Und in der CT haben wir halt, man sieht es unten links im Bild, eine Pore feststellen können. Und da die CT halt 3D-Daten generiert, konnten wir halt diesen Bereich gut aufs Bauteil reproduzieren und halt zielgerichtet einen Schliff entnehmen. Und haben dann dort auch auf der rechten Seite des Bilds diese Pore 1:1 wiedergefunden. Was natürlich ohne die CT schlechter möglich gewesen wäre, dann hätte man halt Schichtschliffe machen müssen. Und das hätte die Arbeit deutlich erschwert. So, dann nochmal zum nächsten Beispiel. Kannst du mal weitermachen, Andreas? Ja. Gut, bei diesem Beispiel handelt es sich zwar nicht um ein AM-Bauteil, ist aber trotzdem mal erwähnenswert, dass die CT halt doch hilft, Fehler zu finden. Also hier ist es ein Gussbauteil gewesen und in der CT haben wir halt lineare, flächige Anzeigen gefunden, die einen anderen Materialkontrast hatten und was uns Rätsel aufgebracht hatte. Und mit der CT konnten wir halt diese Bereiche lokalisieren und uns anzeichnen und haben halt diesen Bereich dann deutlich, also noch weiter rausgetrennt und dann anschließend aufgebrochen, ohne einen Schliff zu machen, sondern haben halt die Bruchfläche, konnten wir dann halt analysieren, dokumentieren. Und die EDX hat uns dann halt gezeigt, dass wir eingeschwemmte Oxidplättchen durch den Gussprozess haben. Und somit konnte man das Qualifizierungsbauteil halt besser anpassen und dem Gussprozess ebenso anpassen. Ja, das waren jetzt hier mal so 2 kurze Beispiele aus unserem Alltag. Dann vielen Dank erstmal für den tollen Vortrag. An das Publikum, an unsere Teilnehmer, wenn Sie direkte Fragen haben, können Sie sie auch gerne an unsere beiden Referenten stellen. Sie sehen hier die Adressen und Kontaktdaten und Sie sind beide sehr gern bereit, auch Ihre Fragen zu beantworten. In der Zwischenzeit haben wir einige Fragen im Chat und ich würde diese gerne vorlesen und an unsere beiden Referenten stellen. Die erste Frage. Also ich lese es einmal auf Englisch vor und übersetze das kurz ins Deutsche. On slide 8, are the horizontal patterns CT imaging artifacts? How do you differentiate imaging artifacts from actual part defects? Also auf der Folie Nummer 8 gibt es CT-Bildartefakte. Wie kann man sicherstellen, dass das Artefakte sind oder ob es tatsächliche Teiledefekte sind? Also zum einen, nein, das sind keine Bildartefakte, das sind Tatsache Bauteilungenzen, also wirklich Bindefehler, sogenannte Lagenbindefehler. Zum einen kann man sich erklären, dass es Bindefehler sind, weil sie
rein prozessbedingt für die additive Fertigung Tatsache senkrecht zur Baurichtung aufgetreten sind. Und zum Zweiten wäre jetzt bei der Scan-Art, die wir haben, würden eher Ringartefakte auftreten, die es auch Tatsache gibt. Es gibt Ringartefakte, wenn man jetzt, sage ich mal, in andere Ebenen guckt, beziehungsweise das volle Teil vor sich hat, dann sieht man ganz klar eben auch Ringartefakte. Das heißt, die Artefakte und die Entstehung letzten Endes der Artefakte kann man zumindest hier bei diesen Komponenten sehr gut von dem tatsächlichen Fehlerbild unterscheiden. Und natürlich haben wir dann danach die Gesamtkomponente auch ins Labor gegeben. Das heißt, wir wissen, dass dieser Fehler da ist. Aber Kernaussage ist, letzten Endes hat diese, wenn man sich das Gesamtbild anguckt, haben die Fehler eine deutlich andere Ausprägung als das, was sich als Artefakte aus der Computertomographie heraus abbildet. Gut, vielen Dank. Bleiben wir bei der Folie 8. Die Frage lautet, wie lange dauert der Scan einer Schaufel, wie hier im Beispiel gezeigt wurde, und wurde diese mit 300 kV oder mit 450 kV gescannt? Das sind jetzt natürlich Parameter, also wir haben, um es anders auszudrücken, diese Schaufeln wurden natürlich nicht mit der großen Röntgenröhre gemacht, sondern mit der Mikrofokusröhre. Über die genauen Parameter, die wir hier natürlich angewendet haben, kann ich nichts sagen. Aber ja, wir befinden uns hier im Regelfall Thema des R&D oder der Bauteilqualifizierung und damit ist zum Großteil die Mikrofokusröhre im Einsatz, so es die Wandstärken zulassen. Ja, und das muss man eben doch ganz klar sagen, wir reden ja hier über sehr starke Wandstärkensprünge zwischen Schaufelblättern und Schaufelkopf- und Fußplatten, die uns Probleme bereiteten. Dann im Regelfall reden wir über Nickel-Basis-Legierung, die uns aufgrund ihrer Dichte sowieso Probleme bereiten bezüglich der Durchdringbarkeit. Ja, aber da, wo es geht, versuchen wir natürlich mit der Mikrofokus und einem kleinen Brennfleck eine möglichst hohe Auflösung zu erwirtschaften. Für die Qualifizierung. Für die Serienfertigung, wenn man den Prozess dann eingefroren hat, dann ist natürlich fraglich die Frage, was ist am Ende die Kriterien, was muss man finden, ne? Was sind die Zulässigkeiten für die Komponente. Und daraufhin das Prüfsystem daraufhin abzustimmen. Ja, in eine ähnliche Richtung geht diese Frage. Regarding CT4AM, which do you use more often, 300 kV microfocus or 400 kV minifocus? Also für die Entwicklung 300 kV Mikrofokus. Ziel ist es natürlich für die Serienprüfung dann entweder auf die 450 kV Röntgenröhre zu gehen, beziehungsweise eben auch aus prozesstechnischen Gründen dann gegebenenfalls sogar wieder zurückzugehen auf konventionelle 2D-Schüsse. Ich muss nicht überall Computertomographie einsetzen. Wenn ich weiß, was ich finden muss und wenn ich die Schwachstellen meines Prozesses kenne, dann muss es nicht unbedingt CT in der Serienprüfung sein. Dort, wo es sinnvoll ist, ja natürlich. Genau. Hier ist eine Frage. What is the size and material of the blade on slide 8? Also Größe und Material dieser Schaufel auf der Folie 8. Da ist, ja. Ja, also das ist ein Gamma-Strich ausscheidender Nickel-Basiswerkstoff. Ja. Ich glaube, da erzähle ich nicht zu viel für alle, die sich irgendwo mit Kraftwerkstechnik auskennen. Und zur Größe, das ist eine unserer kleineren Leitschaufeln. Ja, für eine Maschine, eine kleinere Maschine im Feld. Direkt zu den Abmaßen und so weiter kann ich hier natürlich nichts sagen. Gut, vielen Dank. Die nächste Frage. Welche Größe haben die gezeigten detektierten Fehlstellen an der Turbinenschaufel und welche minimale Größe wäre mit Ihrem Messsystem erkennbar? Die Fehler, die wir hier jetzt gezeigt haben, die liegen irgendwo zwischen 1/10 bis 3/10 in einer dicken Ausprägung. Längenausprägung ist hier natürlich was anderes.
Die minimale Größe, die man finden kann, ist letzten Endes davon abhängig, mit wie wenig Leistung ich noch durch das Bauteil durchkomme. Also je geringer die Wandstärke, desto weniger kann ich mit einer Mikrofokusröhre die Leistung einstellen. Das heißt, je kleiner wird der Brennfleck und mit den richtigen Abständen zum Detektor wird dann natürlich die Auflösung dann irgendwann maximal. Also das ist eine schwer zu beantwortende Frage, weil letzten Endes muss ich immer erstmal mit der Röntgenbeschleunigungsspannung durchs Bauteil durchkommen. Und dann ist die Frage, wie weit kann ich den Strom dann runterregeln, um einen möglichst kleinen Brennfleck zu erwirtschaften. Dann ist mit dem Abbildungsverhältnis und dann natürlich und der Brennfleckdurchmesser auch noch die Frage, welche Unschärfen habe ich am Ende des Tages in meiner Abbildung, wenn die Anzeigen, die ich finden möchte, letzten Endes schon zum Großteil oder komplett in meiner Unschärfe verschwinden, dann ist halt auch fraglich, ob ich das letzten Endes noch erkennen kann. In einem Labormaßstab sieht man vieles. Wenn es nachher darum geht, Anzeigen richtigen Bauteilen zu finden mit Streustrahlung, die noch überall ringsherum existiert, dann wird es tatsächlich schon schwerer. Ja, das ist aber auch eine, sag ich mal, der Aufgaben, die wir eben auch haben, zu evaluieren innerhalb der Entwicklung. Inwiefern kann ich sichere Aussagen dann tatsächlich auch bezüglich Komponenten dann treffen? Ja, wir haben halt einen großen Unterschied zwischen nachher Prüfung an Komponenten und, sag ich mal, Prüfung an irgendwelchen Materialproben. Da ist dann aufgrund der wesentlich geringeren Wandstärken und der wesentlich geringeren Wandstärkensprünge eben auch wesentlich mehr möglich, was jetzt Auflösung betrifft. Ja. Hier eine Frage zum Prozess. Is the depowdering process kind of a heat treatment? Also ist der Entpulverungsprozess Teil der Wärmebehandlung? Nee. Wenn man einen LPWF-Prozess betreibt, dann wächst ja das Bauteil sozusagen in Z-Richtung, also nach unten. Das heißt, das gesamte Bauteil, was entsteht, ist ständig von Pulver umgeben. Das ist ein Unterschied zum klassischen Plastedruck, FDM. Das heißt, auch in allen innenliegenden Kanälen ist Pulver drin. Und dieses Pulver muss ich, nachdem der Baujob beendet ist, muss ich dieses Pulver irgendwie aus den Kanälen rauskriegen. Und das macht man vor der Wärmebehandlung, weil während der Wärmebehandlung das Pulver grundsätzlich versintern würde. Ja, das heißt, ich würde es nicht mehr rausbekommen. Das heißt, wir packen den Job aus, holen den aus dem Drucker raus und dann erfolgt als nächstes ein Pulverungsarbeitsgang. Und der Pulverungsarbeitsgang sieht bei Siemens Energy mittlerweile so aus, dass wir dort Equipment von Solicon benutzen, das sich auch intelligent programmieren lässt dann. Das heißt, aufgrund der Bauteilgeometrie des Datensatzes, des digitalen Datensatzes, den wir haben, können wir über Drehbewegungen, Rotationsbewegungen in der Entpulverungsmaschine letzten Endes steuern, programmmäßig steuern, dass die Pulverfront aus den Kanälen immer vor sich hergetrieben wird. Ja. Ansonsten gibt es auch noch automatische Entpulverungsprogramme, die einfach ein vordefiniertes rotatorisches Programm abfahren und dabei vibrieren lassen, sodass eben möglichst sichergestellt, dass wirklich alles raus ist. Wenn es dann darum geht, am Ende des Tages Richtung Serienproduktion von Komponenten, tun wir natürlich immer evaluieren, ob die dementsprechende Pulverungsstrategie auch wirklich funktioniert hat. Ja, und erst wenn das Bauteil sicher entpulvert ist, dann geht es in die Wärmebehandlung. Alles andere würde halt in blockierten Kanälen enden. Okay, gut, vielen Dank. Die letzte Frage. Do you use analysis software for CT like Volume Graphics? Nutzen Sie Analyse? Okay. Ja, natürlich. Wir grundsätzlich natürlich, um die Bauteile an sich auf Materialungänzen, Freiheit von Kanälen und so weiter zu prüfen, aber auch um Geometriechecks von innenliegenden Geometrien abzugreifen. Wir sehen das Ganze, was die Geometrieanalyse betrifft, sozusagen als zweiten Teil. Zum einen haben wir ja zum Beispiel, halt vorhin gesagt, die GOM-Scanbox. Ja, wir tun also optisch messen. Mit der optischen Vermessung kann ich natürlich nur alle außenliegenden Geometrien erfassen und mit dem CT dann die innenliegenden Geometrien, ja, sodass wir uns
ein vollständiges messtechnisches Abbild sozusagen unserer Komponente erzeugen. Problem, wie gesagt, ist so ein bisschen bei uns die Streustrahlung aufgrund unseres Materials und der 3D-Form, naturgegebenen 3D-Form unserer gesamten Komponenten. Und hier, wie gesagt, legen wir äußerste Hoffnung in den Zeilendetektor, der uns dann gerade bei Schaufeln, Komponenten, streustrahlungsarme oder artefaktärmere Aufnahmen bieten sollte, sodass wir auch effizienter Geometrieprüfung von innenliegenden Geometrien durchführen können. Und zum Zweiten, dass wir dann eben auch sinnvoller oder effizienter Porenanalysen oder Defektanalysen anwenden können. Gerade dann nachher in Richtung von gewissen Strukturen, die eben sehr, sehr dünnwandig sind und so weiter und so fort. Gut. Noch eine Frage. Do you need for serial production to keep some CT scan data also for traceability from a probation perspective? How is legislation evolving in this area? Also kurz übersetzt, für eine Serienproduktion müssen bestimmte CT-Scan-Daten aufbewahrt werden, um später nachvollziehen zu können, woher diese Teile kamen. Und gibt es bereits eine Rechtsprechung oder eine entstehende Rechtsprechung auf diesem Gebiet? Bezüglich einer bestehenden Rechtsprechung bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Ja, wir sind gerade dabei, dass wir wahrscheinlich die Computertomographie auch in Richtung Serienprüfung einsetzen werden. Ganz einfach, weil sie im Vergleich zu vielen 2D-Aufnahmen dann am Ende doch wieder an wirtschaftlicher Attraktivität gewinnt. Jetzt aus der Erfahrung heraus würde ich sagen, dass man erstmal zumindest intern dieselben Anforderungen annimmt, die wir auch für die Aufbewahrungspflichten oder Aufbewahrungszeiträume von konventionellen 2D-Schüssen haben. Aber genau um dieses Thema kümmern sich gerade unsere Prüfingenieure, unsere Level 3s, weil das mit den CT-Aufnahmen, so schön wie das natürlich ist, auch vor Herausforderungen bezüglich Datenspeicherkapazität stellt. Ja, das erleben wir bei uns jetzt im Shop auf der F&E-Seite gerade massiv, dass wir immer mehr Speicherplatz zur Verfügung stellen müssen, um diese Rückverfolgbarkeit oder dieses Speichern der Aufnahmen zu bewerkstelligen. Eine sichere Auskunft, was jetzt Serienprüfungen betrifft, kann ich nicht geben. Da müsste ich dann im Zweifelsfall mal einen von unseren Level 3s fragen, wie weit die sich da untereinander geeinigt haben. Vielen, vielen Dank für die Antworten. Bitteschön. Zurück. Fragen haben wir soweit beantwortet. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für alle, die hier teilgenommen haben. Und einen ganz besonderen Dank an unsere beiden Referenten, Herrn Wallich und Herrn Kreuzer. Wenn wir Fragen haben, die wir jetzt nicht beantworten konnten oder wenn weitere Fragen jetzt im Nachgang entstehen, können Sie sich gerne an uns wenden oder an die beiden Referenten. Wir werden Ihnen auch den Link zu diesem Webinar schicken. Das wird vielleicht so 1 bis 2 Wochen dauern. Daher bitte ich an dieser Stelle schon um ein bisschen Geduld. Aber Sie können dann jederzeit sich diesen Vortrag noch einmal anhören und noch mal durchgehen. Ich sagte auch, dieses war das 3. Webinar in unserer Serie. Es ist eine ganze Serie. Das nächste Webinar findet in einem Zeitraum von 4 Wochen statt. Am 21. September um 15 Uhr deutscher Zeit. Und auch hier konnten wir wieder einen namhaften Referenten aus der Community gewinnen. Das Thema wird sein Prozessphänomene an additiv gefertigten Teilen.
Die Details und die Möglichkeit zur Anmeldung folgen dann auch wieder per E-Mail, wie bei diesem Webinar. Aber was vielleicht auch noch interessant ist für die, die heute zum ersten Mal mit dabei waren, wir hatten bereits 2 Webinare, die im Mai und im Juni liefen. Im Mai sprachen wir über additiv gefertigte Raketenmotoren und im Juni sprachen wir über 3D-Druck von Keramiken. Diese beiden Webinare können Sie hier auf der Y-Webseite herunterladen oder sich ansehen gegen Registrierung. Den Link habe ich Ihnen hier mit dazu gestellt. Und ja, wenn Sie Interesse haben, schauen Sie dort gerne rein. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in unserem nächsten Webinar wiedersehen. Bis dahin eine gute Zeit und tschüss.